Leute, wir müssen reden und zwar über den Skin Cycling Trend, der in den letzten Monaten einen ziemlich krassen Hype erlebt hat und auch von vielen Online-Magazinen aufgegriffen wurde. Allerdings solltet ihr meiner Meinung nach nicht zu voreilig auf diesen Trendzug aufspringen. Beim Skin Cycling handelt es sich eher um eine Abendroutine. Hier sollt ihr in der ersten Nacht ein chemisches Peeling mit zum Beispiel Salicylsäure oder Glykolsäure oder Milchsäure verwenden. In der zweiten Nacht greift ihr dann auf Produkte mit Retinoiden wie beispielsweise Retinol zurück. Und in der dritten und vierten Nacht soll man dann Feuchtigkeitscremes und Serien verwenden, die die Haut wieder so ein bisschen aufbauen. Nach diesen 4 Nächten geht das Ganze wieder von vorne los, wodurch ein geschlossener Kreislauf entsteht und wodurch auch der Begriff Skin Cycling definiert wird. Und das soll eben ermöglichen, dass man potenziell reizende Actives regelmäßiger verwenden kann, ohne dass die Hautbarriere zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Das mag natürlich auf den ersten Blick alles sehr einfach und minimalistisch klingen, aber ich persönlich sehe nicht nur Vorteile beim Skin Cycling. Einer dieser großen Vorteile ist definitiv, dass man innerhalb seiner Routine sehr fokussiert arbeiten kann, denn wenn man nur bestimmte Produkte verwendet und jetzt nicht so viele auf einmal, wie beispielsweise in einer 20 oder 30 Schritte Skincare-Routine, dann kann man gewisse Effekte natürlich auch besser auf bestimmte Produkte zurückführen und so für sich selber evaluieren, was zu einem besser passt. Ein weiterer großer Pluspunkt ist definitiv die Regelmäßigkeit, denn je regelmäßiger man bestimmte Produkte und Actives verwendet, umso schneller kann man auch unter Umständen gewisse Effekte erzielen. Allerdings sehe ich bei diesem Skin Cycling Trend auch einige Nachteile, die nicht mit der Methode per se zu tun haben, sondern mit der Art und Weise, wie sie kommuniziert wird. Ich persönlich halte die Skin Cycling Methode nur für bedingt EinsteigerInnen freundlich, denn mir fehlt auf jeden Fall eine Info zu einer passenden Morgenroutine, die sich zu dieser Abendroutine gut ergänzen könnte, zumal viele Magazine auch vergessen, Sonnenschutz zu erwähnen, denn wenn ihr regelmäßig Peelings nutzt, egal ob chemische Peelings oder mechanische Peelings, dann solltet ihr selbstverständlich auch jeden Morgen eine Sonnencreme auftragen. Ein ganz großer Nachteil ist in meinen Augen das Auslassen der Individualität. Denn die erste Frage bei einer Beratung bezüglich Hautpflege oder dergleichen ist immer, was wünschen Sie sich für Ihre Haut? Und diese Frage wird hier gar nicht erst gestellt. Wir kriegen eine feste Vorgabe in Form von chemischen Peelings und Retinoiden. Klar, diese Basic Hautcremes, da kann man sich wahrscheinlich irgendeine nehmen, mit der man gut zurechtkommt. Aber was diese Actives angeht, die einen gewissen Effekt auf die Haut erzielen sollen, kriegen wir relativ starre Vorgaben, die auch nicht nochmal detailliert erläutert werden. Also zumindest, wenn man sich einige dieser Beiträge durchliest. Denn Retinoid ist nicht gleich Retinoid. Da existieren viele verschiedene Formen. Es gibt verschreibungspflichtige Formen. Es gibt Retinal, es gibt Retinol, es gibt Retinylpalmitat, welches allerdings nicht den gleichen oder nicht mal nahezu den gleichen Effekt hat wie zum Beispiel Retinol. Bei den Säuren gibt es auch verschiedenste Formen. Es gibt Salicylsäure, es gibt Glykolsäure, es gibt Gluconolacton, es gibt Milchsäure und so weiter und so fort. Und all diese Fragen werden bezüglich der Individualität nur selten gestellt. Denn jemand, der, keine Ahnung, der einfach nur Feuchtigkeit für seine Haut haben möchte, der sehr zufrieden ist mit seiner Haut und einfach nur will, dass sie gut durchfeuchtet ist, gut gepflegt ist, der Person würde ich jetzt nicht zwangsläufig Säuren empfehlen oder Retinoide oder dergleichen, denn ich würde dann selbstverständlich auch in der Beratung viele weitere Fragen stellen, um dann einfach eine bessere Empfehlung aussprechen zu können. Und resultierend aus diesem Problem mit der Individualität werden selbstverständlich auch einige Personengruppen ausgeschlossen, denn in der Schwangerschaft wird beispielsweise davon abgeraten, Retinoide zu verwenden. Das heißt, Schwangere können diese Skin Cycling Methode nicht unbedingt anwenden, je nachdem, wo sie sich informieren und wie diese Methode kommuniziert wird. Und auch Personen mit sehr empfindlicher Haut sollten hier vorsichtig sein.
Denn Säuren, aber auch Retinoide, hier würde ich als Beispiel Retinol nehmen, weil es auch in etlichen Online-Magazinen als Beispiel genannt wird und weil es auch sehr, sehr oft in kosmetischen Formulierungen genutzt wird, hat nicht nur Vorteile, wie zum Beispiel, dass es die Zellerneuerung ankurbeln kann und auch bei Pigmentflecken hilfreich sein kann und indirekt den Feuchtigkeitsgehalt der Haut erhöhen kann, sondern es kann natürlich auch einen negativen Effekt auf die Haut haben, je nachdem, wie das Produkt formuliert ist, wie hoch die Konzentration des Retinols ist. Es kann zu trockener Haut führen, es kann zu Schuppungen führen und natürlich auch zu Rötungen führen und auf Dauer einen negativen Effekt auf die Hautbarriere haben. Außerdem könnte die Art und Weise, wie diese Skin-Cycling-Methode kommuniziert wird, zu einem Schwarz-Weiß-Denken führen. Das heißt, dass diese Methode als die ultimative Skincare- bzw. Hautpflegemethode angesehen wird, als wäre das die ultimative Lösung für alles. Das ist natürlich immer ein Problem bei gewissen Trends und deswegen sollte man sie selbstverständlich hinterfragen und verschiedene Informationsquellen zu Rate ziehen, bevor man auf so einen Trendzug aufspringt. Aber auch hier sehe ich einfach das Problem, dass dieses undifferenzierte Denken so ein bisschen gefördert werden könnte, weil wir nur eine relativ grobe Vorgabe bekommen. Also wir haben die Vorgabe zu den Säuren, wir haben eine Vorgabe zum Retinol. Wie gesagt, andere Retinoide werden hier so ein bisschen ausgelassen. Und welche Säure jetzt zu wem passt, ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und hier geht es nicht nur um die Actives, sondern auch darum, wie die Actives innerhalb eines Produkts formuliert sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Peeling haben, das 10% Glykolsäure enthält und dazu im Vergleich ein Peeling mit 10% Glykolsäure und 5% Gluconolacton, dann können wir nicht sagen, dass beide Produkte gleichwertig funktionieren oder auf einer gleichen Ebene die Haut reizen könnten. Denn Gluconolacton ist beispielsweise dafür bekannt, das Irritationspotenzial der Glykolsäure herabzusetzen. Das heißt, Active ist nicht gleich Active und es spielt natürlich auch eine riesige Rolle, wie die Rohstoffe innerhalb einer Formulierung miteinander kombiniert werden. Und selbstverständlich ist es auch wichtig, wie ihr selbst auf ein Produkt reagiert. Ich muss sagen, dass die Skin-Cycling-Methode an einigen Stellen etwas fragwürdig kommuniziert wird, wie zum Beispiel beim Thema UV-Schutz. Aber es ist definitiv eine Methode, die ich persönlich nicht unbedingt ausprobieren würde, weil ich sehr zufrieden bin mit meiner Routine. Ich habe Produkte gefunden, die gut für mich funktionieren und die mich sehr, sehr happy machen. Aber wenn euch das Spaß macht, wenn ihr das unbedingt ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das natürlich ausprobieren. Allerdings würde ich euch echt empfehlen, euch wirklich allumfassend zu informieren, bevor ihr euch zu voreilig in dieses Skin-Cycling reinstürzt und dass ihr eben auch nicht zu krasse Erwartungen daran habt. Ich meine, es wird zwar stark gehypt, es wird sehr, sehr angepriesen, es wird sehr in den Himmel gelobt, aber ob das im Endeffekt für euch persönlich funktioniert, ist eine andere Frage, denn Haut ist subjektiv, wir haben alle verschiedenste Ansprüche und Bedürfnisse, die bei solchen sehr starren Vorgaben natürlich ein bisschen außer Acht gelassen werden. Das solltet ihr einfach immer im Hinterkopf behalten und wenn ihr eine bereits gut funktionierende Routine habt oder ihr Retinoide sogar sehr, sehr viel regelmäßiger benutzen könnt, weil ihr richtige Pros seid und weil ihr damit einfach den besten Effekt für eure Haut erzielen könnt und ihr sehr, sehr happy mit dem Ergebnis seid, dann solltet ihr selbstverständlich dabei bleiben und nicht aufgrund eines Trends alles wieder über den Haufen werfen. Wie ihr euch für den Anfang eine einfache Skincare-Routine mit Drogeriehautpflege zusammenstellen könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.